Project at the same time. Ja? Image-Punkt auf 2. Genau. Group Delta without any bonus, is it you? Yeah. Oh, thanks. Are we just hiring more employees for what we already have on the board? Woher, eine blöde Frage, aber woher weißt du denn, dass Also es ist sicherlich so, dass dadurch, dass ich die Mitarbeiter einsetzen muss, entwickeln muss, also jeder hat ja seine Entwicklungsziele im Jahr, die er erreichen möchte, ansonsten verliere ich den Mitarbeiter sofort. Ja. Da merke ich natürlich, wenn ich mich darum nicht kümmere, und das ist ja manchen Teams auch bei uns jetzt in der Situation so gegangen, dann verliere ich den Mitarbeiter. Ja. Und das ist schon ein spannender Punkt. Gleichzeitig auch, dass ich nicht nur mit Trainings entwickle, sondern dass ich eben auch über herausfordernde Aufgaben und challenging Kunden dann das entwickeln kann. Das ist sicherlich das, was wir in der Realität auch möchten. Ja, und sehen. Also im Bankenbereich sind die guten Mitarbeiter sehr, sehr, sehr umkämpft und werden sehr leicht abgeworben. Ja, und dann geht es darum, eben was für Einsätze findet man, um ihre Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig von ihrer Leistung zu profitieren. Ja, das ist das A und O, wenn es zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte gibt. Und eben also so ein Spiel nicht nur mit HR-Leute, sondern mit Führungskräften durchzuführen, wäre sicher einen guten Augenöffner. Und dann auch in Bezug auf die Führungskräfte ganz kritisch mal zu reflektieren, welchen Wert die noch haben in der heutigen Zeit. Nicht? Ja. Also da steckt schon viel für die Zukunft Sprengstoff eigentlich drinnen, weil wie viele klassische Führungskräfte braucht es dann eigentlich noch in einer echten Wissens... Also das Spiel geht ja schon mehr in die Richtung, dass es also um Wissensarbeit geht. Aber wo braucht es da noch die klassische Führung in dem Sinn? Ja, ist schon so. Gut. They are not taken seriously by the top management. Because you say, oh, these are the nice people who take care about the employees and they do something for the development, and that is all nice, but you have to understand that it has also to do with the hard facts, with the calculations, with the numbers. So you should not go into HR if you think, well, I'm not good in numbers, I'm not good in controlling, so therefore I'm more so interested in the people, therefore I'm going to HR. Yeah, you can do it, but you will not be taken seriously. And HR in many companies suffer also a little bit from this image from HR. So it is important that you understand also the number part, the calculations part. And it is important that you understand the strategy. Therefore, I think one group mentioned that for you this was interesting. Thinking about the future in the long term. So what kind of people I have to hire because in 5 years I want to be here and there, you know, then you are completely wrong in the HR job, I would say. And most of the HR people, they don't understand, or they are not really connected with the strategy of the company. They cannot bring these different aspects together, and that is very important. I think that you can see in this game.